Ich bin der Christian Denk, ich komme aus dem schönen Niederbayern und ich stelle euch heute meine Corvette C5 vor, Kompressor umbaut. Also Corvette ist Baujahr 2000, Kompressor umgebaut. Momentan anliegen 740 PS und 940 Newtonmeter bei 0,75 Bar Ladedruck. Ich habe die Corvette seit 2012, habe die damals bei Mobile gesehen und war Liebe auf den ersten Blick. Das Auto musste ich haben. Sie war damals einfach nur gelb, tiefer gelegt mit Chromrädern, Automatik. Habe sie dann mir geholt, also 14 Tage später war es dann meine. Ja, und dann ging die Geschichte halt los, der ganze Umbau zum Kompressorumbau, Lack kam dann später dazu. Wir haben das ganze Auto komplett umgebaut auf ein Karosseriekit, den es nur einmalig gibt. Wir haben die Karosserie vorne verbreitert um 4,5 cm, hinten seitlich pro 7,5 cm. Der Heckdiffusor ist Einzelanfertigung, die Stoßstange ist Einzelanfertigung, die Motorhaube ist einzeln angefertigt und dann alles in Lack gearbeitet. Also das ist keine Folie. Wir haben hier 400 Arbeitsstunden Lackdesign plus Breitbau. Dann das Ganze mit 5 Liter Klarlack überzogen, ja, das zur Karosserie. Räder haben wir dann verbaut, die BLQ von Rotiform in 9,5 und 11,5 mal 18 Zoll. Die Bremsanlage ist geändert. Die Bremsanlage stammt aus der Nachfolger-Corvette, aus der C6 Z06. Da haben wir Rennsport-Bremsbeläge, Stahlflex-Bremsleitungen und Rennsport-Bremsflüssigkeit. Der Motor ist ein Komplettumbau, an dem Motor ist nichts mehr original. Serienmäßig war LS1 verbaut. Wir haben verbaut einen LS6 mit geschmiedeten Kolben, Pleuel, die Kurbelwelle ist geändert, die Steuerkette ist vom Rennwagen, haben dann den Motor aufgeblasen mit einem Kompressor und fahren jetzt momentan 740 PS und 940 Newton Drehmoment bei 0,75 Bar Ladedruck.
Zum Innenraum. Der Innenraum ist komplett in Alcantara gearbeitet, mit Ziernähten, mit Leder. Das Lenkrad ist mit Wildleder überzogen. Der Heckausbau, Kofferraumausbau, haben wir den Überrollkäfig in Eigenarbeit bzw. anfertigen lassen. Das ist eine Einzelanfertigung. Der ist auch verschweißt mit der kompletten Karosserie. In den Käfig sind die Lachgasflaschen eingearbeitet worden, das war mir ganz wichtig. Und auch ein Lack gearbeitet. Wieder so Details wie die Werbung auf den Lachgasflaschen ist lackiert. Das ist mir immer ganz wichtig. Auf den Autos sind Aufkleber nur auf den Scheiben. Alles andere ist in Airbrush gearbeitet, zwischengeschliffen und wieder geklarlackt, dass keine Kante entsteht. Das soweit zum Innenraum und auch zur Karosserie. Fahrwerktechnisch haben wir Fahrwerk drin. Wir haben vorher gefahren H&R. Das haben wir ersetzt durch ein KW Variante 3. Rennsport abgestimmt. Das fährt sich jetzt richtig gut. Wir fahren kein Luftfahrwerk, wir fahren Static. So wie das Auto da steht, so fahre ich die ja im Alltag. Wir haben hier 3,5 cm Bodenfreiheit. So wird gefahren. Man muss halt vorher wissen, wo man hinfährt, aber es fährt und es fährt sich gut. Auspuffanlage, ja, wir haben den Fächerkrümmer drauf mit 100-Zeller Rennsport-Cuts und dann hinten Eigenbau-Endtöpfe, dass wir jetzt leiser geworden sind. Wir haben über 130 dB an Endrohren gehabt. War ein bisschen heftig, sind wir jetzt nicht gerade leise, aber jetzt ist es verträglich. Ja, so zum Auspuff, zum Motor, zur Karosserie, zum Innenraum im Ganzen. Das Lachgas ist auch fest verbaut, ist auch eingebaut. Die Leitungen liegen im Motorraum, aber momentan sind die Flaschen nicht gefüllt. Ich fahre auch ohne. Man hat es halt, weil man es hat. Brauchen tut man es bei der Leistung eigentlich nicht mehr. Das ist hier die Trockeneinspritzung, die wird zwischen 120 und 150 PS noch mehr bringen. Bei mir ist es momentan ausreichend und ich werde nicht mehr auf mehr Leistung bauen, weil es einfach reicht. Ich hatte damals schon das Lachgas im Golf 3 VR6 Turbo. Da war dann mein Zahnarzt der wo die befüllt hat. Also das Füllen wäre jetzt nicht das Problem, aber wie gesagt, es reicht aus und es macht keinen Sinn, noch mit 150 PS mehr zu fahren, weil das Auto eigentlich jetzt so wie es ist, unfahrbar ist. Die wird oft darauf angesprochen, auf die Fahrzeugtiefe. Es ist so, wie sie da steht, legal eingetragen. Ich habe im Fahrzeugschein eingetragene 35 mm Bodenfreiheit. Es ist selten, fast unmöglich, aber bei mir ist es eingetragen. Das ganze Auto ist so, wie es da steht, eingetragen und legal. Ich habe sogar die BLQ-Felgen eingetragen, die dreiteiligen, wobei jeder sagt, das ist unmöglich. Nee, ist nicht. Bei mir ist es alles legalisiert und auch eingetragen. Also bedanken möchte ich mich in erster Linie für den ganzen Umbau, erstens bei meiner Partnerin, bei der Nadine, die wo den Wahnsinn wirklich seit Jahren mitmacht. Sieht man jetzt beim nächsten Projekt, was ansteht, wo ich einfach nur gesagt habe, wir machen ein Low-Budget-Projekt mit dem Golf 1. Artet jetzt wieder ein bisschen aus, aber die Frau steht einfach immer hinter mir. Da möchte ich riesen Danke sagen. Weiter möchte ich mich bedanken beim Helmut und beim Michael Wollner von der Firma H&M, Wollner Lackiererei, die das Auto so brutal aufgearbeitet haben, wie es jetzt ist. Ich muss sagen, ich poliere es ja nie selber, das macht immer der Michael. Obwohl da 5 Liter Klarlack drauf waren, habe ich Respekt vor die Polierarbeiten. Das macht immer der Michael.
Weiter möchte ich mich bedanken beim Cool JV Raceparts mit seinem Team. Das ist der Heinz, das ist der Walter und der Hans, die mir da immer stark geholfen haben, bei dem ganzen Umbau das auch durchzuziehen. Und vor allem beim Walter, der immer die Nerven hat für sowas und sagt, komm, wir packen das jetzt nochmal an. Das Projekt ist halt einfach so. Da ein riesen Dankeschön. Dankeschön möchte ich sagen am Christoph, am Smelti für die Innenausstattung. Der hat die alles gemacht. Und alle anderen, an alle Kollegen, Kumpels, Freunde, die mich da unterstützt haben. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Seid zwar nicht böse, wenn ich jemanden vergessen habe oder nicht persönlich erwähnt habe. So ein Projekt stemmt man nicht allein. Das ist einfach alles, wo die ganzen Leute mitgeholfen haben. Ein riesen Danke an alle, die das unterstützt haben. Also vielen Dank an alle, die das Video angeschaut haben. Vielleicht lasst ihr euch ein Like da, Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Es kommen noch richtig geile Autos nach dem Main. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.